Hallo meine Lieben, ich war ja an der Messe in Frankfurt und konnte da so ein paar Sachen ausprobieren und eines der Dinge, die ich gleich bestellt habe, als ich nach Hause gekommen bin, sind diese Stifte hier. Das sind Aquarellmalstifte von Staedtler und auch diese Wassertankpinsel von Staedtler. Und warum ich die unbedingt haben musste und was man damit alles so machen kann, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ich habe, wie gesagt, an der Messe diese beiden Sachen gefunden, respektive ich durfte sie ausprobieren und dachte mir, die muss ich euch unbedingt zeigen, weil ich die Qualität wirklich super fand. Kommen wir zuerst zu diesen Wassertankpinseln. Ich hatte schon Wassertankpinsel, das sind einerseits so No-Names oder No-Brands, die ich günstig gekauft habe. Und ich hatte auch den hier, Pentel steht da drauf. Mit dem habe ich eigentlich am meisten gearbeitet. Aber was ich da das Problem habe, der ist relativ weich und dadurch kam hier auch immer super viel Wasser raus, was ich nicht so angenehm fand zum Arbeiten, weil eben ich immer quasi zu viel Wasser auf dem Blatt hatte. Da musste ich nebenbei immer ein Tuch bereithalten, damit ich das ein bisschen abstreifen konnte, dass da nicht so viel Wasser drin ist. Und ich habe die hier gefunden und da gibt es 4 verschiedene. Und zwar haben wir hier verschiedene Spitzen. Der oberste, das ist die S-Spitze, dann M, L und dann hat es hier noch so einen breiten Pinsel. Und ich fand die ganz einfach super, weil da eben nicht so viel Wasser rauskommt wie bei denen, die ich jetzt schon hatte. Und das sind auch genau die Pinsel, die ich heute verwenden werde. Dann seht ihr die auch gleich in Aktion. Das andere, was ich gefunden habe, sind diese Wasserfarbenpinsel hier. 36 verschiedene Farben. Und wenn wir die uns angucken, dann habt ihr hier auf einer Seite eine Pinselspitze. Das heißt, die ist ein bisschen weicher und länger. Und dann haben wir hier auf der anderen eine kleinere und etwas hartere Spitze. Und warum ich die so gut finde, seht ihr hier. Ne? Das Verblenden ist der absolute Wahnsinn. Weil vielfach hat man ja das Problem mit solchen Wasserfarbenpinseln oder Wasserfarbenstifte, dass man die Linien dann trotzdem noch sieht. Und ja, klar, es ist natürlich wichtig, mit was für einem Papier ihr arbeitet. Und ich selber arbeite hier jetzt bei dem Beispiel mit dem von Hannemühle 220 Gramm Aquarellpapier. Ne? Das finde ich super zum Arbeiten. Und damit ihr auch seht, dass das hier wirklich so ist und ich das euch nicht nur erzähle, machen wir das gleiche nochmal. Und das Schöne ist, ne, ihr könnt eben, die sind super auch, wenn man zum Beispiel eben etwas unterwegs machen will, weil man füllt einfach die Wassertankpinsel und ja, packt die Stifte ein und dann kann man eigentlich auch schon loslegen. Kurz gucken, ich nehme die mittlere Spitze und fangen wir mal an mit dem Grünen. Das heißt, ich kann hier ein bisschen von der Farbe drauf geben. Dann mit dem Wasser reingehen. Und das wunderbar nach unten ziehen. Und ihr seht, ich sehe keine Linien. Um die Farbe loszuwerden, könnt ihr das ganz einfach auf ein Küchentuch abstreifen. Nehmen wir noch den letzten.
Und ihr seht, wie schön ich hier die Farben runterziehen kann und so eben auch schön diesen Wasserfarbeneffekt bekomme. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass ich auf den Stiften selber keine Nummern drauf habe. Na, da steht einfach Staedtler Brush, aber ich kenne das zum Beispiel von den Copic-Markern, dass ich da eine Nummer drauf habe und da ist es teilweise ein bisschen schwierig zu erkennen, welcher Stift es denn war. Aber ich habe mir das angewöhnt, dass ich habe mir eine Tabelle gemacht und da ganz einfach Stift für Stift einerseits einen Strich gemacht, ohne den zu verwässern und dann das, was ich vorhin gerade gezeigt habe, selbe Prinzip, oben einfach ein bisschen angefärbt und dann mit dem Wasser runtergezogen, damit ich hier auch erkenne, ne, wie die Farben aussehen, wenn ich eben Wasser dazu gebe. Und ich habe mir einfach angewöhnt, die jeweils dann auch wieder genau gleich hier reinzupacken, damit ich mir quasi die Tabelle angucken kann, ne, welcher Stift hat dann welche Farbe. Das habe ich für mich so gemacht. Jetzt dachte ich, ich zeige euch so ein paar Beispiele, was ihr mit solchen Stiften machen könnt, bevor wir dann ins Stempel einfärben gehen. Und ich nehme hier einfach mal Violett und färbe hier einfach mal so ein Viereck ein und färbe das auch schön satt aus, was ihr ja normalerweise nicht mit solchen Stiften machen würdet. Aber ich dachte, ich zeige euch das einfach. Dann könnt ihr den Pinsel nehmen und weiter mit der Farbe arbeiten, so dass ihr dann weniger Linien seht. Ihr könnt auch aus der Mitte heraus nach außen, also ne, wenn ihr das so ein bisschen wässrig macht, bekommt ihr dann eben diesen Wasserfarbeneffekt. Das heißt, ich kann die Farbe tatsächlich auch verschieben, dass die mehr so nach außen ist und in der Mitte weniger Farbe ist. Was ich aber eben auch machen kann, ist, solange das noch feucht ist, kann ich mit einem Tuch drauf gehen und Farbe aufnehmen und so das zum Beispiel in der Mitte auch heller gestalten, so dass ich einen Farbverlauf habe. Ich lasse es kurz ein bisschen trocknen und zeige euch, wie es dann aussieht, wenn es getrocknet ist, weil dann hat das Ganze nochmal ein anderes Bild. Was ich auch machen kann, ich kann ganz einfach den Bereich, in dem ich die Farbe aufbringen will, kann ich nass machen oder so ein bisschen anfeuchten. Und dann mit dem Stift drauf gehen. Und das dann immer noch so ein bisschen verschieben. Oder ihr lasst es so sein, dann habt ihr quasi wie die Farbe verflüssigt so ein bisschen mit dem Wasser und flüchtet in alle Ecken. Es wird eigentlich noch ein bisschen schwieriger, so Farbe zu kontrollieren. Was ihr fürs Kolorieren häufig macht, ist, dass ihr irgendetwas anfärbt und dann quasi anfangt, die Farbe aus diesem Punkt irgendwo hinzuziehen, dass es dann heller wird. Ne? Entweder von oben runter, das heißt von oben runter zieht ihr die Farbe bereits runter, könnt ihr immer so ein bisschen auslaufen lassen, oder ihr geht zuerst von unten, also ihr gebt zuerst Wasser auf das Papier, holt dann so ein bisschen von der Farbe und zieht die mit runter. Dann wird es noch flüssiger. Es hat ein bisschen ein anderes Bild. Wenn ihr das stärker kontrollieren wollt, könnt ihr auch Farbe hier
auf ein Zeichen oder auf einen Acrylblock geben und die von da nehmen und dann so quasi färben. Dann habt ihr noch weniger die Gefahr, dass ihr irgendwelche Linien habt. Könnt das noch besser auswaschen, ne? Das ist eine Möglichkeit. Und ihr könnt natürlich auch mit 2 Farben arbeiten. Nehmen wir so einen Fuchsia. Upsi. Das gebe ich an eine trockene Stelle. Pinsel natürlich sollte keine bisherige Farbe mehr haben. Dann nehme ich so ein bisschen von der Farbe, gehe von einer Stelle hoch, nehme die andere Farbe und gehe von der runter. Und so könnt ihr wunderbar auch Farbverläufe machen zwischen 2 Farben. Das funktioniert auch super. Geht natürlich auch direkt auf dem Papier, ne? Wenn ihr entgegengesetzt 2 Linien macht und die eine hochziehen und die andere runterziehen. Bei der Variante, ihr müsst halt relativ schnell arbeiten, damit die Farbe nicht zu stark ins Papier reingeht und ihr noch damit arbeiten könnt. Das heißt, wenn ich hier mit diesen beiden Linien direkt auf dem Papier arbeite, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich die Linie sehe, wo ich direkt gezeichnet habe. Das habt ihr mit der Variante nicht, wo ihr das zuerst auf einen Acrylblock gebt. Und den Acrylblock könnt ihr dann natürlich ganz einfach wieder sauber reiben. Was anderes, was ihr auch machen könnt, Moment, da habe ich was vorbereitet. Nehme ich hier kurz ein Blatt, damit es nicht ganz so eine Sauerei gibt. Ich kann hier mit dem Stift ganz einfach, das ist einfach ein Plastik, was ich habe, ne? Kann ich hier ganz einfach Farbe drauf geben, dann ein bisschen Wasser nehmen und das besprühen. Dann kann ich das nehmen und das quasi auf meine Karte drauf machen. Geht ein bisschen einfacher, wenn man die Karte vorher festgemacht hat, aber na, ich kann dann immer noch so ein bisschen Farbe weiter verteilen. Wenn die Farbe runterläuft, kann ich die auch auffangen. Dann kann ich das quasi einfach mal trocknen lassen. Und dann kann ich zum Beispiel mit irgendeiner anderen Farbe da noch Akzente setzen. Lasse ich das kurz ein bisschen trocknen und zeige euch kurz die Resultate von vorhin. Das erste war das, wo ich ganz ausgefärbt habe und dann die Farbe ein bisschen rausgezogen habe und in der Mitte habe ich versucht, Farbe aufzunehmen. Könnt ihr natürlich auch noch intensiver machen. Das zweite war das, wo ich einfach die Fläche nass gemacht habe und dann mit dem Pinsel oder mit dem Stift einfach rein bin. Das dritte ist eben, wenn ich aufs Papier zeichne und dann die Farbe runterziehe. Und das vierte war das, wo ich quasi unten das Papier zuerst nass gemacht habe und dann mit dem Pinsel hoch in die Farbe rein bin und es wieder runtergezogen habe. Ihr seht, das hat ein bisschen einen anderen Effekt. Dann das fünfte war das, wo ich zuerst auf den Acrylblock bin. Und ihr seht, so kriegt ihr eigentlich fast das schönste Resultat, ne? Wenn ihr zuerst eben das auf dem Acrylblock macht und dann mit dem
Wassertankpinsel das Ganze runterzieht. Dann das zweitletzte, wo ich dasselbe gemacht habe, einfach mit 2 Farben und die ineinander geblendet habe. Wirklich super Blending. Und dann das letzte war das, wo ich direkt aufs Papier gezeichnet habe und so die Farben gemischt habe. Ne? Und das sind nur einige Beispiele, was ihr machen könnt. Und ja, da gibt es echt noch viel mehr. Es gibt auch Möglichkeiten, Salz drauf zu streuen, wenn man sowas macht. Und dann kristallisiert sich das Ganze so ein bisschen. Ihr könnt Farbspritzer damit machen. Na, ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich wollte euch hier einfach mal so im Prinzip zeigen, wie die Stifte funktionieren und wie das aussieht. Jetzt, damit ihr hier auch ein Beispiel seht, wie ich das zum Stempelkolorieren verwende, weil das ist das, was ich am häufigsten mache, habe ich hier was gestempelt und beim Stempeln müsst ihr dann natürlich gucken, dass es ein Stempelkissen ist, was mit dem Wasser klarkommt. Ich verwende hier die Archival Ink von Ranger, weil die ist wasserfest. Und was ich hier jetzt machen werde, ist diese Variante, wo ich die Farbe zuerst auf den Stempelblock drauf gebe und von da hole und so das Ganze ausfärbe. Bei Blüten gucke ich jeweils drauf, dass ich von innen nach außen gehe. Das heißt, die Blüten am Rand so ein bisschen heller sind. Und was ich auch mache, da wir ja mit Wasser arbeiten, ist, dass ich nicht immer 2 Bereiche, die direkt nebeneinander liegen, die färbe ich nicht nebeneinander an, sondern ich werde mit einem Blatt starten, lasse das aus und auch das hintere und gehe in einen anderen Bereich des Bildes, zum Beispiel hier, dann gehe ich in den Bereich und so springe ich quasi, dass ich zwischendurch immer wieder dem Wasser quasi Zeit lassen kann, dass das Ganze trocknet und mir das dann nicht zwischen den einzelnen Blütenblätter verläuft. Ne? Und ich werde hier den S-Pinsel nehmen. Das heißt, Farbe auf den Block geben und dann fange ich hier schon an zu arbeiten. Aus der Mitte das einfach rausziehen. Und mit dieser S-Spitze könnt ihr auch wirklich super filigran arbeiten. Und ihr könnt natürlich auch nochmal mit Farbe drauf. Ich versuche zuerst das Ganze so ein bisschen hell zu halten und dann kann ich eben mit zusätzlicher Farbe rein und die noch weiter hochziehen. Wenn ich jetzt irgendwo feststellen würde, dass ich quasi zu viel Farbe habe, gehe ich einfach mit dem Pinsel, den ich abgewischt habe, den mittleren Bereich und schiebe die Farbe wieder so ein bisschen zurück. So dass das Innere der Blüte und da, wo die Wölbung ist, dass es da so ein bisschen heller ist. Jetzt überspringe ich eins und gehe hier auf dieses Blatt. Und ich gucke hier jeweils auch, wenn ich zusätzlich Farbe auf den Block gebe, dass ich da nicht in den allzu nassen Bereich reingehe. Und wie immer, da wo ihr Überlappungen habt, da ist es in der Regel dunkler. I know you're strong to give.
Und ihr seht, ne, wie schöne Farbverläufe ihr hier machen könnt. Und ich liebe halt diesen Wasserfarbeneffekt, wo ich tatsächlich auch sehe, ne, wie sich das Wasser quasi bewegt hat. Finde ich extrem schön. Und damit ihr das auch so ein bisschen im Vergleich seht, weil was ich ja auch viel mache, ist, dass ich mit den Copic-Markern koloriere. Das ist ein Beispiel. Da habe ich natürlich ein anderes Papier genommen für die Copic-Marker, aber ich dachte mir, ich mache genau dasselbe Motiv nochmal und diesmal koloriere ich es mit den Wasserfarbenstiften. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich finde das eigentlich auch das Schöne beim Ausmalen von diesen Stempeln. Da kommt man fast so ein bisschen ins Meditative rein und ich finde den Effekt halt einfach super schön. Im Vergleich zu Copic-Markern. Natürlich sind die Farben nicht so extrem wie mit den Copic-Markern, aber das finde ich eben gerade das Charmante dran. Wenn ihr die Kirschen im Vergleich zueinander anguckt, das linke sind eben die Copic-Marker und das rechte ist das mit Wasserfarben. Und das war eigentlich auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte, eben wie ihr mit diesen Wasserfarbenstiften und den Wassertankpinseln, beides von Staedtler, wie ihr da wunderbar Sachen ausmalen könnt. Muss jetzt natürlich nicht nur Stempel kolorieren sein, sondern da könnt ihr auch ohne die ganzen Linien was zeichnen, ne? Geht auch. Aber wie gesagt, überzeugt hat mich wirklich dieses Blendergebnis. Das heißt, wie stark ich die Striche quasi verziehen kann, dass man das gar nicht mehr sieht und ich von dunkel zu hell runtergehen kann oder eben auch zwei Farben miteinander vermischen kann. Das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass es hilfreich war für euch und dass ihr da tatsächlich auch Lust habt, das selber mal auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!